Was hat dieses Winterwunderland mit der Frage zu tun, wie entstehen eigentlich PC-Monitore? Ich bin in Japan in der Präfektur Ishikawa, genauer gesagt in der Stadt Kanazawa. Die Region ist berühmt für seinen Fisch, Sake, Industrie und zu der gehört auch ISO, einer der berühmtesten Hersteller von PC-Monitoren, insbesondere im Bereich Fotografie, Videografie. Wie die Monitore entstehen, das schauen wir uns jetzt mal an. Da ich weiß, dass euch das Thema Transparenz mindestens genauso wichtig ist wie mir. Zum Hintergrund, ISO kam nicht auf mich zu, hat gesagt, hier Matze, nimm 10.000 Euro und mach ein Video für uns, sondern ich habe vor vielen Jahren angefragt mit dem Hintergrund, dass ich persönlich seit über 15 Jahren mittlerweile ISO-Monitore nutze und von der Qualität tatsächlich persönlich auch schon immer überzeugt war und dachte, ich will mir eigentlich mal angucken, wie das eigentlich geht, dass die Dinger de facto nie kaputt gehen. Ich hatte wirklich einen 0815 Office ISO Monitor, den ich glaube ich nach 8 Jahren verkauft habe, der immer noch tadellos lief. Dann kam erstmal eine neue Fabrik, dann 2020 irgendein Grund, aus dem man nicht mehr reisen konnte. Tja, und jetzt hat es endlich geklappt, also auf geht's. In Haxan werden die allermeisten Monitore produziert. Hier zum Beispiel zu sehen die Radifos-Serie für Medizintechnik, DuraVision für Überwachung und Konstruktion. Eine Ausnahme, die Raptor-Serie zur Luftraumüberwachung, kommt aus Deutschland. In der ISO-Fabrik selbst, die DuraVision und FlexScan-Monitore sind omnipräsent. Bei jedem Produktionsschritt, wenn Angestellte irgendwo auf einen Monitor schauen, dann auf ein ISO. Wir werden heute leider nicht sehen, wie einzelne Platinen bestückt werden. Das passiert wenige Kilometer nördlich in ISOs Fabrik in Nanao. Auch die Panels werden extern zugekauft. Hierfür gibt es nicht allzu viele Anbieter auf der Welt. Die Produktionsstraße, die wir heute begleiten, war einerseits viel kleiner als ich dachte, vielleicht halb so groß wie ein Tennisplatz. Andererseits laufen hier, je nach Tag, unterschiedliche Produkte vom Band. Entweder die ColorEdge-Serie für Foto- und Videobearbeitung oder wie an diesem Tag Radifos, also Medizintechnikprodukte. Hier sehen wir dann auch, wie hoch die Anforderungen an die Bildbearbeitung sind. Im ersten Schritt wird das Panel mit dem Display-Rahmen verbunden, verschraubt und die allerersten Kabel angebracht. Hier können wir auch das erste Mal beobachten, wie tief die Qualitätskontrolle in jeden Schritt integriert ist. Jede Schraube, jede Steckverbindung wird visuell kontrolliert und erst dann geht es weiter zum nächsten Bearbeitungsschritt. In diesem wird die Hauptplatine vorbereitet. Dort wird später PC oder Notebook über USB, HDMI und DisplayPort angeschlossen werden und natürlich auch die Stromversorgung. Aber jetzt zum Highlight. Diese charmanten Roboter sind das Herzstück von ISOs Qualitätskontrolle. Ihr seht es immer wieder kurz aufblitzen. Der Roboterkopf ist ausgestattet mit einer Kamera samt Makroobjektiv, fotografiert jede Steckverbindung und jede einzelne Schraube, die in den vorangegangenen Arbeitsschritten montiert wurde, vergleicht jedes Bild mit einer Referenz aus einer Datenbank und erst wenn alles genauso aussieht, wie es bei diesem Monitormodell sein sollte, erfolgt die Freigabe für den nächsten Arbeitsschritt. Und auch die Ausbildung bei ISO scheint wirklich gut zu sein. An meinem Besuchstag hatte der Roboter keine einzige Beanstandung. Unsere frisch überprüften Bauteile werden jetzt miteinander vereint. Das heißt, das Hauptplatinenanschlussmodul zusammen mit dem Panel. Und auch hier schaut natürlich noch mal ein Roboter drauf, ob alles korrekt montiert wurde. Ist die Freigabe erteilt, ist unser Monitor größtenteils fertig. In Handarbeit wird noch die Verkleidung auf die Rückseite aufgebracht. Es ist auch einer der letzten Arbeitsschritte, bei dem wirklich viel Handarbeit gefragt ist. Ab hier übernimmt die Welt der Maschinen und Fließbänder. Damit unser Monitor in den nächsten Qualitätskontrollschritten mit Strom- und Displaysignalen versorgt werden kann, montieren 2 Roboter einen temporären Standfuß. Man sieht es vielleicht auch schon, dass er ein bisschen rustikal aussieht mit dieser Edelstahloptik am Montagepunkt. Sobald das geschehen ist, ein kleiner kunstvoller Schwung auf das Transportgestell und ab hier darf unser Monitor erstmal eine kleine Runde mit dem Aufzug fahren.
Ich habe das Wie im Detail nicht ganz verstanden, aber dieses Förderbandsystem in der Fabrik ist genial. Egal ob die Monitore, wie hier zu sehen, von unten nach oben im Aufzug fahren oder von links nach rechts auf dem Förderband, sie stehen immer unter Strom und können sogar Bildschirmsignale empfangen. Wozu dieser Aufwand? Ein fabrikneues Display muss sich zuerst stabilisieren und nur dann ist es sinnvoll, die Messung mit den hier zu sehenden Kalibrierungssonden anzufangen. Und Kalibrierungssonden gibt es hier in der Qualitätssicherung wirklich viele. Am Ende ist dann noch mal ein bisschen Handarbeit angesagt, zum Beispiel wenn es darum geht, die einzelnen Anschlüsse durchzutesten. Und im Falle der ReadyForce und ColorEdge Monitore gibt es die typische ISO-Sichtkontrolle, bei der eine speziell geschulte Person mit ihren Augen und verschiedenen Farbmustern das Panel kontrolliert, unter anderem auf Pixelfehler und Homogenität. Ich fand das jedes Mal sehr beeindruckend und auch ein bisschen meditativ. Bei DuraVision und FlexScan-Monitoren ist der Prozess ein bisschen anders. Auch hier wird erstmal maschinell vorkontrolliert. Eine Software gibt der überprüfenden Person dann Indikatoren, wo es Auffälligkeiten gab. In der Regel winzig kleine Staubpartikel. Mit einem Mikrofasertuch ist das Problem dann auch schon gelöst. Und zum Schluss die Lautsprecher. Eine Etage tiefer übernehmen zwei Roboter der Logistikabteilung die Aufgabe, den temporären Standfuß zu entfernen. Dieser wandert wieder eine Etage nach oben, kann einen neuen Monitor durch die Fabrik begleiten. Unser Monitor ist jetzt bereit für den letzten Schritt. Und auch hier ist noch einmal Handarbeit angesagt, sei es die Kartons vorzubereiten oder die Monitore sicher für den Versand zu verpacken, damit sie ohne Kratzer zu Hause oder auf der Arbeit ankommen. Eine sehr filigrane Arbeit und hier ist Fingerspitzengefühl gefragt. Das haben Roboter noch nicht. Damit also nicht hunderte verschiedene Kartons auf Vorrat halten muss, sind diese in der Regel unbeschriftet. Diese kleine Maschine kümmert sich darum, das zu ändern, damit die Logistik später weiß, was ist in welchem Karton. Ihr seht das Licht, eingelasert wird der Name des Produkts, hier zum Beispiel der ColorEdge CG2700S. Sollte dieses Video für euch nur halb so interessant gewesen sein wie der Tag für mich vor Ort in Haksan, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Ich kann nur noch sagen, vielen Dank an ISO Deutschland fürs Möglichmachen, vielen Dank an ISO Japan für die Betreuung vor Ort, von der ersten Platine bis zum fertig verpackten Produkt.